Pille, Palle, alle, Pralle. Leute, ihr wollt's doch auch. Fußball 2000 ist natürlich wieder da. Wir sind in der Lebensfreude pur in Bornheim. Und wir reden über viele, viele Sachen. Wir, das sind Marvin und ich. Wir haben wirklich einen bunten Strauß an Themen für euch mitgebracht hier morgens in der Lebensfreude pur. Für euch, ihr lasst schon mal Likes da. Checkt uns bei Instagram ab. Kauft euch das neue Trikot. Dies, das, Ananas. Bam, bam. Ich bin der Marvin, das ist der Basti und zusammen sind wir Fußball 2000. So, liebe Leute, wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns hier gemeinsam zu treffen, und zwar in der Lebensfreude pur. Ich bin auch durchaus freudig, denn ein Grund zur Freude ist natürlich, dass auch meine Designer-Augen, wer kann es natürlich mir verdenken, wer mich anguckt, weiß es sofort, weiß, dass ich ein ästhetisches Bedürfnis habe, denn nicht nur, dass Basti neben mir sehr ästhetisch neben mir sitzt, sondern auch mit einem Trikot, welches schöner, muss ich sagen, fast nicht sein könnte. Lieber Basti, du hast dir gleich das neue Trikot gekauft. Ich muss schon sagen, das ist schon ein feines Stiftchen, gell? Tatsächlich. Ich muss sagen, ich erinnere mich nicht, wann es das letzte Mal so einen Hype um ein Trikot gab. Ja. Also im Freundeskreis, wenn du in die Stadt gehst. Ich war jetzt auf dem Osthafen. Auch im Freundeskreis. Ich war jetzt am Osthafen-Festival, da sind die Leute mit dem neuen Trikot rumgelaufen. Cool. Da sind fremde Leute zu den Leuten gegangen. Ach, das ist es. Lass mich mal abfassen. Also bla bla. Talk of the Town in der Stadt war dieses neue Trikot und ich sag euch absolut zu Recht. Echt? Ich habe es mir zweimal kaufen müssen, weil ich ein Trikot haben wollte, was ich einfach so im Alltag anziehen kann, wo auch mal ein Brandloch reinkommen kann, wo man ein bisschen Ketchupfleck und so, weißt du, so ein ganz normales Ding. Stadion-Trikot und das ist und Schöne. Ein Trikot, wo ich gesagt habe, okay, da kommt der Spieler der Saison für mich hinten drauf. Das war letztes Jahr Ansgar Knauf, dieses Jahr ist es Yunus Ebnu Talib. Aber ich wollte dieses Trikot, hier ist jetzt keiner drauf, einfach haben, damit ich es ohne schlechtes Gewissen anziehen kann und weißt du, nicht diese Angst habe, zu denken, oh, jetzt muss ich aufpassen, denn da ist weiße Trikot, man ist ja mal schnell irgendwo was essen und hier ist ein Krümmel und da ist meine Katze und dies und das. Deswegen, ich war so gehypt, dass ich mir 2 gekauft habe. Ich habe ganz, ganz viele gesehen, die das auch gemacht haben. Und als ich im Eintracht-Shop war auch schon morgens, bevor der Laden aufgemacht hat, eine Schlange. Ich meine, du weißt es auch, bei uns in den WhatsApp-Gruppen ist es auch explodiert, dass die Leute gesagt haben, ach du lieber Himmel. Ja, der Hype war auf jeden Fall real. Wenn wir uns das angucken, hier natürlich schön mit dem alten Emblem, schön eingestickt und natürlich ganz, ganz großes Highlight. Hier die alte Adidas-Blume, da war für mich alles vorbei. Da habe ich gedacht, meine Güte, ist das schön. Und dann auch natürlich sogar nicht nur das Trikot, sondern auch das Torwart-Trikot in einer feinen Art und Weise mit einem schönen Blau, auch wirklich oldschool. Da habe ich gedacht, okay, ich fühle mich tatsächlich wie in die 80er, 90er Jahre zurückversetzt und muss wirklich sagen, da hat die Eintracht und da hat auch Adidas endlich mal einen Coup abgeliefert, nachdem es in der letzten Saison einige Verstimmungen gab. Ist das jetzt etwas, mit dem man die Fans versöhnt hat? Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, ich will eigentlich, dass die Eintracht nur noch in dem Trikot aufläuft. Es ist tatsächlich das Einzige, was einen so ein bisschen nervt, in Anführungszeichen, dass man denkt, na, das ist nur das Auswärtstrikot. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, wie kann das sein? Ja. Also wie kannst du so ein Fackeltrikot als Auswärtstrikot verstecken, in Anführungszeichen. Aber ich hoffe, dass der Hype, der jetzt da war, auch die Eintracht dazu bringt, zu sagen, wenn man den Spielberichtsbogen bekommt, dass man dann irgendwie wählen kann, wenn der Gegner in der und der Farbe auch spielt, wie auch immer, dass man dann sagen kann, okay, wenn es geht, spielen wir in Weiß. Ja. Weil, ehrlich gesagt, guck mal, Digga, dieses Testspiel, was da gestern war, wo man das zum ersten Mal getragen hat, selbst das hat was mit mir gemacht. Ja, klar. Die Spieler zu sehen in diesen Trikots. Das ist irgendwie, die Torwart-Trikots auch, du hast es angesprochen, die sind auch richtig nice. Ja. Ich glaube, die sind unter Sammlern sogar fast noch gehypter als dieses Trikot. Und wenn du die Mannschaft damit siehst, ich finde, das macht was aus. Ja. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, was für ein Vibe ich da irgendwie fühle, aber als da Robin Koch auf den Platz gelaufen ist und du hast dieses Trikot gesehen, denkst du genau, was du gesagt hast. Ey, Leute, bitte, spielt bitte so oft wie möglich in diesen Trikots. Weil der Hype ist real. Das ist kein Trikot, wo du sagst, oh, die Leaks sind irgendwie da und du erwartest es und wenn es dann da ist, ist es irgendwie so, mal gucken. Sondern, Digga, ich habe dieses Ding gesehen, habe gedacht, ich fasse es nicht. Kleiner Käuferhinweis an euch da draußen, kauft lieber eine Größe größer. Kleiner Servicehinweis für uns, weil das wurde auch oft gefragt bei Social Media. Also wenn man über den Sommer so ein bisschen... noch keine Vorbereitung. Wenn noch kein Training wie Yunus Ebnu Talib hat, wenn ihr so ein bisschen Ailton und Marcelinho Sommer verbracht habt, dann lieber eine Größe größer, vielleicht sogar auch 2. Aber geht's anprobieren. Leute, nochmal, wir machen das hier selten, dass wir hier Trikots bewerben und hypen. Sonst wurden sie meistens immer kritisiert. Aber diese Geschichte hier ist tatsächlich, das ist
bei mir instant in die Top 3 der besten Trikots aller Zeiten geslidet. Also ihr merkt, da ist der Hype auf jeden Fall groß. Ich bin mal gespannt, wie dann die Verkaufszahlen so sind. Ob die da einigermaßen viel Geld mitgemacht haben. Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen. Aber du hast es jetzt schon angesprochen. Liebe Leute, schreibt immer in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Trikot sagt. Seid ihr hyped? Was ist euer Favorit? Oder ist es sogar das Heimtrikot, was ihr als besser empfindet? Schreibt in die Kommentare. Aber du hast eben schon angesprochen, das Testspiel, was ja war. Und da haben mehrere Leute in diesem neuen Trikot eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Unter anderem übrigens auch der Mann, der bei dir auf dem anderen Trikot hinten drauf ist, Younes Ebnou Talib. Da muss man ja sagen, sowieso ein gestählter Körper, der hat seine Sommerzeit damit verbracht, sich in bestmögliche Er kann eine Nummer kleiner nehmen. Genau, ihr habt ja auch in der letzten Woche schon ein bisschen über Ebnou Talib gesprochen, das machen wir heute auch, aber wenn wir uns das Testspiel mal angucken, da muss ich sowieso sagen, finde ich ganz spannend. Gehen wir mal auf die Aufstellung, man muss ja sagen, die letzten Testspiele waren beide ganz cool. Gegen Gießen war es schon ganz lustig, ich habe ein paar Tricks gesehen, habe mir schon gemerkt, dass die Eintracht so ein bisschen Bock hat. Und gegen Trabzonspor mit einem 3-0 ist es direkt so weitergegangen. Ich habe eine spielfreudige Eintracht gesehen und ich will mit dir so mal ein bisschen in die erste Aufstellung reingehen, weil gucken wir uns die Mannschaft jetzt schon mal ein bisschen an. Da ist es im Endeffekt so, dass wir gerade Santos auf der 1 haben. Ne? Der hat die erste Halbzeit gespielt, Cetera die zweite. Aber er war so in dieser gefühlt ersten Aufstellung dabei. Kosogi auf der linken Seite, Collins und Koch in der Mitte, Baum rechts, Larsson Højlund, das wird sich wahrscheinlich noch ändern, Uzun Doğan, Burkhardt und Ebnou Talib. Also wirklich die Situation mit 2 Stürmern zu spielen. Wie ist dein Gefühl dazu? Mich hat es gefreut tatsächlich, weil wir haben Ebnou Talib ja schon angesprochen und für mich ist er ein Spieler, das ist fast mein Hype-Spieler diese Saison. Also für mich ist er fast der Spieler, auf den ich mich am meisten freue. Er ist jetzt kein Neuzugang, aber gefühlt emotional schon durch diese Verletzung und das, was man da damals schon so ein bisschen gesehen hat, die Story von ihm, die Art von ihm. Also für mich ist er ein Spieler, wo ich sehr, sehr hoffe, dass er in die Startelf rückt, was ja schwieriger werden würde, wenn es nur einen Platz im Sturm geben würde. Deswegen freue ich mich natürlich, also wenn ich mich nicht über Stürmer freue, dann stimmt auch irgendwas nicht. Stürmer. Deswegen finde ich es geil, dass es zumindest eine Option zu sein scheint. Ja. Das ist ja schon mal ein Fortschritt zu früher. Ja. Weißt du, das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, Spieltag 1 müssen wir auch Doppelspitze spielen. Da spielst du auswärts, da kannst du vielleicht taktisch dir was anderes überlegen. Aber alleine, dass in einem Testspiel in der A11 mit 2 Stürmern gespielt wird, ist, glaube ich, schon mal ein Fortschritt gegenüber den letzten Jahren, wo du wusstest, wir können froh sein, wenn wir überhaupt mit einem spielen. Ja. Und jetzt haben wir 2, und das sind ja auch nicht jetzt komplett ähnlich, aber das sind ja 2 Kanten da drin. Das ist schon so ein richtiger Sturm. Und ich hoffe, dass das vielleicht die Möglichkeit ist, für Ebnou Talib Stammspieler zu werden, weil ich glaube, Johnny Burkhardt natürlich dann schon noch so ein bisschen die Nase vorne hat. Ach, jetzt wollte ich dich nämlich gerade fragen, wenn du Pistole auf die Brust, wenn du jetzt deinen Lieblingsstürmer wählen müsstest, wenn du dann spielen lassen würdest. Digga, da brauchst du nicht mal eine Pistole, Marvin, da kannst du mit einer Gänseblume zu mir kommen. Ich werde dir trotzdem sagen, Ebnou Talib. Also sollte die Möglichkeit nicht bestehen, dass man mit 2 Spitzen spielt und es gibt nur einen Mittelstürmer und Basti Red stellt die Mannschaft auf, dann kann Younes sich beruhigen und befreit aufspielen im Training. Weil für mich ist Younes Ebnou Talib Stürmer Nummer 1. Basti Red. So Raging hier. Schreibt immer in die Kommentare, wie das bei euch ist. Johnny oder Younes, falls man sich entscheiden muss. Also was ich aber sehe, unabhängig diese Frage final zu lösen, dass beide miteinander gut harmonieren. Also mir ist schon aufgefallen, dass auch... Das hat er ja auch gesagt. Es ist total er hat gesagt, dass das cool ist, wenn du da irgendjemanden hast, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Also ich glaube, dass das auch so ist. Also gerade diese Mittelstürmer, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Marvin, erinnert dich, wie viele Stürmer, liebe Grüße an Raphael Boré, der ja auch noch körperliche Nachteile hatte, haben wir gesehen, die sich Woche für Woche an den Innenverteidigern dieser Bundesliga aufgerieben haben, weil sie ganz alleine dort standen und wirklich sich aufopfern mussten und bla bla. Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit sein kann und ich hoffe, dass das im Werkzeugkoffer der Eintracht in der nächsten Saison drin ist, mit 2 Stürmern zu spielen. Da kannst du dir die Aufgaben aufteilen. Dann können die Innenverteidiger sich nicht auf einen konzentrieren und den zusammen irgendwie zermürben, sondern da sind halt 2. Und die sind ja trotzdem schon auch ein bisschen unterschiedlich. Und es ist trotzdem einfach total geil, dass wir jetzt einen fitten Ebnou Talib haben, der richtig Bock hat. Wir werden euch am Ende der Sendung übrigens auch nochmal das neue Interview mit ihm verlinken, was Weide geführt hat mit Christian Adolf zusammen. Richtig schönes Interview. Man sieht, was für ein geiler Typ Ebnou Talib einfach ist, der richtig Bock hat, Bock auf die Stadt hat, Bock auf diese Aufgabe auch hat. Und ich glaube, gerade die Kombination, wir müssen gar nicht entweder oder, sondern gerade beide, wir werden beide brauchen in dieser Saison. Und wenn beide fit bleiben, und wir wissen bei
Johnny weiß man nie genau wie lang, aber dann ist es wichtig, dass du einen Ed Muttalib, der in der Peakform ist, wenn der jetzt einen guten Start bekommt, kann das richtig geil werden. Deswegen ist der Hype um Ed Muttalib, das habe ich auch gestern in den Kommentaren schon gelesen, als das Interview online gegangen ist bei uns. Da merke ich, da ist viel guter Vibe und ich habe sowieso das Gefühl, dass wir hier gerade so ein bisschen ein Revival der Eintracht erleben. Das hört sich jetzt ein bisschen viel an, aber wenn ich von der vergangenen Saison komme und muss schon sagen, da war dann viel... wo viele Leute niedergeschlagen waren, wo du gemerkt hast, der Eintracht-Spirit hat gefehlt und gleichzeitig die klare Zugrichtung. Du wusstest gar nicht mehr, was spielt die Eintracht überhaupt für einen Ball. Und da muss ich sagen, ohne diese Spiele, auch die Testspiele überzubewerten, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Eintracht verliert gerade dieses, wie soll ich sagen, diese Unwissenheit und bekommt dieses Eintracht-Gen wieder hinzugefügt. Ich glaube, Hütter weiß, an den richtigen Stellschrauben zu ziehen. Ja, und ich glaube, das sind auch Kleinigkeiten, die du ansprichst, weil nochmal, bei diesen Testspielen bin ich immer weg. Also so, wenn die schlecht spielen, wenn die gut spielen, das ist mir eigentlich egal. Weil wann hat sich irgendwann mal, seit wir das hier machen oder seit wir bei Eintracht gucken, wann hat sich mal in einer Testspielphase irgendwas abgezeichnet? Hallo, die Testspiele gegen Real und Chelsea waren was gegen. Ja, oder also ich weiß nicht genau, ob der Hype um Besuschkow damals in den Testspielen irgendwie dann was zur Folge hatte. Deswegen, der Arme wird jedes Jahr du hast es Gott sei Dank auch schon selber gesagt, Testspiele nicht überbewerten, aber wenn man trotzdem sich ein bisschen drauf einlässt und wenn man auch liest, was andere, so, die dieses Spiel auch verfolgt haben, irgendwie äußern, ist, dass du mit Kleinigkeiten, und sei es einfach eine Mannschaft, die komplett geschlossen presst und die irgendwie so auf den Platz geht und Bock hat, den Gegner zu nerven und den so ein bisschen abzufacken, dass das schon viel ausmacht, weil man trotzdem in den letzten Jahren viel Kontrolle hatte. Wir hatten viele Situationen im Spiel, wo teilweise gar nichts passiert ist. Das heißt, so ein bisschen hat ja diese Action auch gefehlt. Das hast du im Stadion gemerkt und so weiter und so fort. Und nochmal, es gibt noch keinerlei validen Indikator, dass wir das jetzt nächste Saison immer haben werden. Aber es gibt trotzdem kleine Hinweise, wo du das Gefühl hast, da kommt eine Mannschaft in einem Testspiel auf den Platz und die hat Bock, den Gegner abzufacken. Und wenn das im Stadion passieren würde, dann hättest du zusätzlich dazu auf dem Platz, neben dem Platz auch noch Stimmung. Das heißt, so ein bisschen, ja, was du gesagt hast, so ein bisschen das, was wir uns immer gewünscht haben, dieses Come on, Alter. Genau, und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass du nach der Saison, auch mit Riera, die dann mit Riera zu Ende gegangen ist, wo du echt gar keinen Bock mehr hattest. Und du wusstest auch gar nicht mehr, für was steht die Eintracht, du wusstest gar nicht mehr. Da hast du auch nicht das Gefühl gehabt, dass jeder das letzte bisschen auf den Platz gelassen hat. Und wenn ich jetzt auch beispielsweise sehe, Keita Kosogi, der kommt da rein, spielt da links, hat ja in der letzten Saison gar keine Rolle gespielt. Und okay, bei normalen Spielen wird er wahrscheinlich mit Gelb-Rot irgendwann relativ früh vom Platz fliegen. Der ist schon giftig, ja, genau, der ist giftig. Ja, aber das wollen wir doch. Alter. Aber das ist doch genau das, wo du jetzt mal sagst, okay, da macht mal jemand was so, ne? Und ich finde es sowieso spannend, wenn wir jetzt genau auf diese Position mal gehen, weil das ist ja so, wir haben in den letzten Wochen, ihr habt auch in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, das muss sich sehr, sehr viel in der Verteidigung tun. Und dabei bleibe ich auch immer noch. Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass auch jemand wie Hütter, der hat Kosogi dann auch schon gelobt, das ist offiziell oder offensichtlich, nicht offiziell, aber offensichtlich einer der Positivsituationen, die du jetzt schon in dem Trainingslager siehst. Und da freue ich mich ein Stück weit, weil die Einstellung stimmt. Und das ist schon wichtig. Ja, und das war ja auch ein Spieler, wo man sich gefreut hat, als er kam. Weil er hatte ja schon ein bisschen internationale Erfahrung gesammelt, wo man das Gefühl hat, okay, da wird schon mal derjenige geholt, der vielleicht Nene Brown irgendwann ablösen kann. Im Norden Europas viel unterwegs. Der hat ja jetzt auch nicht unfassbar wenig gekostet. Ja. So, also es ist ja trotzdem 4 Millionen, glaube ich. So, wo du sagen kannst, der sollte zumindest Linksverteidiger Nummer 2 sein, wenn es irgendwie nicht für die Startelf reicht. Aber ja, beides, was du sagst, stimmt auch hier, diese Ambivalenz zu sagen, ja, ich freue mich auf Kosugi, ich habe auch Bock auf den. Ich freue mich, dass Baum scheinbar mehr Chancen hat, als wir noch vor ein paar Wochen dachten, weil da gab es ja schon die... Baum, wir drücken die Daumen. Das war jetzt gar keine Absicht. Wir drücken die Baum. Da gab es ja schon die Gerüchte, wo es ziemlich konkret klang, dass er zum HSV geht und so weiter. Das heißt, man hat da irgendwie schon dieses weinende Auge bei ihm, zu sagen, schade, man hätte sich da mehr gewünscht in irgendeiner Art und Weise. Deswegen, momentan sind die Starter ja Baum und Kosugi, auch weil keine anderen da sind. Und das freut mich einerseits. Andererseits muss man schon sagen, da muss schon noch was passieren. Deswegen fällt mir eine Beurteilung der Eintracht momentan auch ziemlich schwer. Wir haben in der letzten Folge ja diesen Vergleich mit diesem Pferd gemacht, was irgendwie sehr gut angefangen wird zu zeichnen und hinten raus hat irgendwie keiner mehr Bock gehabt. Das ist wie wenn ich was auf dem Blatt male, eine Adresse auf dem Briefkuvert. Ja. Fängst du erstmal irgendwie ganz selbstbewusst an und am Ende denkst du, scheiße, ich muss da noch ein Wort dazu setzen. So. Und dann wird es auch irgendwann dann wird's halt irgendwann runter noch und dann überlegst du dir, na, das wird der Briefträger schon lesen können. Der Briefträger ist ja nicht blöde. Und der wird ja wohl hier lesen können, dass ich hier noch 3 Buchstaben an die Seite gemacht habe. So wirkt es an gewissen Stellen schon ein wenig. Das muss man sagen. Weil das war eine gute Startelf. Aber wenn du da unter den Teppich guckst und ich mir vorstellen würde, in so einer Saison treten ja auch Verletzungen auf. Ja, und dann?
Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich verstehe deinen Punkt. Du brauchst vom Gefühl her schon noch einen Fackel-Außenverteidiger. Egal auf welcher Seite, je nachdem, ob Kosugi oder Baum näher an die Startelf rücken könnten. Und du brauchst einen Innenverteidiger. Darüber reden wir gleich noch. Vielleicht gibt es nämlich schon das eine oder andere, was sich da tut. Aber ich finde, bevor wir gleich zu Weide kommen, der uns was eingesprochen hat aus dem Trainingslager, will ich noch ganz kurz über eine Personalie noch sprechen. In den letzten Wochen haben wir wieder darüber gesprochen. Und es ist auch so, dass Can Uzun in diesen Testspielen im Trainingslager sehr, sehr präsent ist. Wenn wir uns jetzt beispielsweise angucken, wie es in den letzten Jahren war, wo auch immer ein bisschen Kritik geäußert wurde, wenn es darum geht, wie arbeitet er nach hinten, dann muss man jetzt sagen, unter Hütter scheint er tatsächlich seinen Platz gefunden zu haben. Auch jetzt als Pendant zu Litz Doan beispielsweise gestartet, jetzt bei dem Testspiel. Wie gesagt, nicht überbewerten, aber trotzdem, ich finde es gut, dass er auch eine gewisse Flexibilität zeigt. Und ich kann nur hoffen, dass der Junge bleibt. Ja. Da kann ich nichts hinzufügen. Also ich hoffe, dass er bleibt. Ich hoffe, dass er seine Rolle annimmt. Ich hoffe, dass Hütter vielleicht einen Zugang zu ihm findet. Ich glaube, den hat er sogar bei schon. dem er es schafft, dass Can Uzun halt genau diese Kollektivaufgaben in der Defensive auch miterfüllt. Ja. Wo es ja immer so ein bisschen Stress bei ihm gab mit den Trainern davor. Und dass er für sich selber auch einsieht oder sagt, ey, so diesen absoluten Durchbruch habe ich bei der Eintracht noch nicht geschafft. Da ist noch mehr drin und die Eintracht ist der richtige Verein dafür, bevor ich mich jetzt wieder an einen neuen Verein gewöhnen muss. Ich hoffe, dass das Umfeld von Can Uzun das auch so sieht. Ja. Und dass man sagen kann, ey, die Breakout-Uzun-Season, auf die wir ja alle warten, die sich ja auch an gewissen Stellen schon andeutete, bevor er sich verletzt hatte, die ist da. Und die ist da und die könnte ähnlich wie Ebn Talib auch jemand, das könnte ähnlich wie bei Ebn Talib jemand sein, der fast ein Neuzugang dann ist, in dem Sinne, dass man sagen kann, ey, wenn der jedes Spiel machen kann, wenn der sich einspielt mit den Leuten da, verletzungsfrei einigermaßen bleibt, fitter wird, Bock hat auch irgendwie dann Sachen zu tun, auf die er keinen Bock hat, dann ist das ein Spieler, dann ist das wahrscheinlich der Spieler unserer Offensive. Dann ist das der Ankerpunkt. Das ist genau diese Hoffnung, die ich auch habe, bei der ich denke, hey, wir haben immer noch jemanden, was auch total geil ist. Wir haben noch jemanden wie Götze, überhaupt, der in diesem Teamumfeld ist, der gleichzeitig auch noch den einen oder anderen ein bisschen den Weg weisen kann, aber du hast vielleicht seinen Nachfolger mit Can Uzun. Das ist immer noch meine Hoffnung. Digga, ganz kurz mal, Marvin, was ist das für eine Offensive? Wir haben ja gesagt, Büffelherde, 3 Leute, das ist eine Vierer-Büffelherde. Ja, also ich denke Burkhardt, Ebn Talib, Doan und Uzun da vorne. Und das sind nur die allerersten. Und dann ist es ja tatsächlich Digga, das ist schon geil. Und ja, wir haben kein einziges Mal über Ansgar Knauf gesprochen. So, und das ist auch ein wichtiger Spieler. Es gibt also in der Offensive, Pimpong hat ja beim letzten Testspiel gegen Gießen auch eine gute Figur gemacht, wo ich auch denke, hey, wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung das geht, aber da ist viel Magie dahinter. Da ist auch ein bisschen was ich mir vorstellen kann. Ich hoffe, dass die Magie, die ich jetzt gerade bespreche, Weide auch aus dem Trainingslager uns irgendwie ein bisschen näher bringen kann. Hören wir doch mal rein, was der wunderbare Weide, der endlich mal wieder zu Fußball 2000 hier zurückgekehrt ist, uns so zu sagen hat. So, hallo aus dem Trainingslager. Wir sind heute von Lebensfreude pur etwas entfernt, denn es hat vorhin geregnet und da hinten sieht man eine dicke Wolkendecke, aber das ist nicht symbolisch gemeint. Es ziehen keine dunklen Wolken über der Eintracht auf, bislang zumindest nicht. Neben mir steht nicht Philipp Hofmeister, wir haben uns optisch aufgewertet. Christian Adolf ist da und wir reden und wir reden zusammen über die Eintracht. Ihr habt uns ja ein paar Fragen geschickt. Wir fangen mal, ich würde sagen, an. Wie ist es denn heute hier gewesen, Christian? Boah, ja, locker, sehr locker. Nach dem Testspiel ein bisschen auslaufen, hier ein paar Runden nebenan auf der Tatanbahn gedreht. Jetzt hier so ein paar Passstaffetten. Hier jetzt, glaube ich, spielen alle Mann hier quasi nicht 5 gegen 2, sondern 22 gegen 3 oder was weiß ich. Also es ist wirklich... Das sieht aus. Man sieht, im Hintergrund wird trainiert. Die Tatan Army ist eben hier über die Bahn gelaufen. Insgesamt etwas entspannter heute. Das passt auch ein bisschen zur Eintracht, denn Adi Hütter, ne, über den wollen wir auch reden, ist absolut auch, würde ich sagen, sehr viel entspannter geworden, oder? Ja, klar. Also haben wir ja schon oft gesagt, jetzt das Spalier der Fans, das ihn abfängt am Morgens, Schulterklopfer. Mensch, Adi, stark, dass du wieder da bist. Ja, also ich glaube, das schmeichelt ihm auch, aber der strahlt so eine Ruhe aus. Ich weiß auch nicht, das ist die Ruhe des Alters, die wir beide vielleicht noch erreichen irgendwann. Er kommt doch mal bei den Journalisten vorbei. Früher als du. Viel früher, definitiv. Also kommt doch bei den Journalisten vorbei. Auch die Co-Trainer geben die Hand, es ist anders geworden als bei Don Alberto. Von daher, die Stimmung bei den Trainern ist ausgelassen. Es menschelt wieder bei der Eintracht. Kommen wir aber mal zur Mannschaft. Ihr habt gefragt nach den Torhütern. Die weltberühmte T-Frage. Manuel Neuer steht nicht im Tor. Bei der Eintracht immer noch Santos und Cetera. Christian, was ist dein Take dazu? Ja, Santos steht im Tor, hat Adi Hütter jetzt für das Testspiel so gesagt. Aber wir haben danach ja gefragt. So, und
wen stellst du ins Tor? Und da hat er sich noch bedeckt gehalten. Das war ganz interessant, dass er dann gesagt hat, nee, also Santos ist jetzt nicht 100%ig gesetzt sofort als Nummer 1. Der will sich das noch echt angucken, hält sich das offen. Und von daher, aber ich meine, doch, hat es eh nichts zu tun gehabt jetzt im Testspiel, kann man eh nichts sagen. Nee, das war gestern wirklich. Also Rennen ist offen, trotzdem im Hintergrund hört man noch so ein bisschen, es könnte auch tatsächlich noch sein, dass dann noch irgendwie ein erfahrener Keeper kommt und Zetti vielleicht dann noch einen neuen Verein sich sucht. Wir werden es sehen, aktuell komplett offen. Apropos offen, das ist auch die Abwehr, wenn wir uns die mal so angucken. Aktuell sind dann nur Robin Koch und Nnamdi Collins in der Innenverteidigung. Gestern haben die beide gespielt im Testspiel und was man dann so sieht oder hört, sind die beiden wohl auch erstmal gesetzt. Also da wird Koch spielen und Nnamdi Collins, der ja von Haus aus Innenverteidiger ist. Letztes Jahr musste er oft irgendwie auf der Außenbahn ran. Ich würde sagen, in der Mitte ist er besser aufgehoben. Also die setzen gerade wirklich sehr auf Nnamdi Collins, dass er nochmal einen Schritt nach vorne macht und Robin Koch. Otavio, der Brasilianer, wird bald kommen. Der ist dann auch so ein bisschen Backup. Und es gibt noch einen ganz jungen, Jeremiah Maluze, ich vergesse den Namen immer, ist ein Riesenochse. Hat einen ordentlichen Körper, also nicht so wie wir beide. Hat gestern auch im Testspiel gespielt, ist ein Youngster hinten dran. Also ich glaube, es sind die 4, die die Saison gehen werden. Ob das reicht, wird man sehen. Ist ein Risiko auf jeden Fall. Ja, und Maluze aber top integriert. Hat man ja gesehen in dem Video, war ja hier dabei in der Kombo mit Collins und Can Uzun hier, die unser Interview gecrashed haben. Ja, aber echt macht einen super Eindruck. Und ja, wollen wir nochmal über Kosugi kurz... Kosugi, ja, mein neuer Lieblingsspieler. Was hast du gesagt? 1,72 groß, 64 Kilo. Ja. Das ist ungefähr mein linkes Bein. Aber der haut sich rein ohne Ende. In der Bundesliga, wenn er so gespielt hätte wie im Testspiel gegen Trabzonspor, wäre er, glaube ich, nach 23 Minuten vom Platz geflogen. Giftzwerg, würde ich sagen. Ja, oder seine Beine als Samurai-Schwert benutzt. Absolut, absolut. Aber die beiden Auswärtsverteidiger, ich weiß es nicht. Auch Baum scheint ein netter Kerl zu sein. Immer Trikot in der Hose, so wie so ein 90er-Jahre-Fußballer. Fehlt nur ein bisschen der Mut. Ob das wirklich die Besetzung ist mit Kosugi und Baum auf den Außen, ich wage es zu bezweifeln. Aber die Transferphase geht ja noch bis Ende, nicht Oktober, August. Da kann noch einiges passieren. So. Ich würde sagen, wir gehen mal von ganz hinten nach ganz vorne, denn ein Spieler, der besonders interessiert ist, natürlich der Frankfurter Junge, Yunus Ebnu Talib. Was sagst du zu ihm, Christian? Also ich finde stark, so wie er sich präsentiert hat, selbstbewusst bei uns im Interview und der hat richtig Bock auf eine Doppelspitze mit Johnny. Das ist Wahnsinn, finde ich stark. Hat er klar auch gesagt, jetzt haben wir ein bisschen Thermik hier gerade hin. Aber wirklich Frankfurter Jungen macht das richtig gut. 6% Körperfett. Weiß nicht, ob ich das bei der Geburt hatte. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Aber also er und Johnny ist aktuell so ein bisschen die Büffelherde 2.0, Zwei-Mann-Büffelherde. Doppelspitze bei Eintracht gab es lange nicht mehr. Ich gucke es mir gerne an. Gestern im Testspiel hat es so halb funktioniert, würde ich sagen. Was sehr gut funktioniert, ist das Pressing und dieses schnelle Umschalten. Das haben beide drauf. Da sind beide auch die richtigen Spieler für. Da haben beide auch Bock drauf. Das hat Ebnu Talib zumindest gesagt. Er kann viel und schnell rennen. Das ist ja schon mal Grundvoraussetzung für diesen Adi Hütter-Fußball. Von daher Doppelspitze bei der Eintracht aktuell Ebnu Talib und Johnny gesetzt. Gucke ich mir gerne an, was da noch kommt. An Transfers wird man sehen. Aber das sieht vorne vor allem, fand ich auch im Testspiel gestern schon sehr gut aus. Ja, da ist nicht mehr wieder hinzuzufügen. Ja, absolut. Von daher würde ich sagen, ich hoffe, das reicht euch, was wir jetzt hier geschickt haben. Wenn nicht, melden wir uns gerne nochmal. In diesem Sinne, wir sind noch ein paar Tage hier, falls ihr Fragen habt. Tschüsschen und trinkt nicht so viel in der Lebensfreude pur. Da geht man immer raus und es geht einem nicht so gut. Also bei hier ist es zumindest immer so. Tschüsschen. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, lieber Christian Adolf und lieber Weide. Ich freue mich bitte, liebe Leute, lasst mal ein bisschen Liebe für Weide da. Vielleicht liest er das, vielleicht kommt er dann mal dauerhaft zurück. Wir versuchen es die ganze Zeit anzubaggern, aber ich sag mal so, er hält noch stand. Mal gucken, wie lange. Ja, Weide ist so ein bisschen wie der Face von Freund und Niemand. Jeder will, dass er wiederkommt. Ja. Es gibt auch irgendwie mal so ein paar Sachen. Mal gucken. Also, ja, mal gucken. Face Weide, Alter. Wir schauen mal, wie das läuft. Aber ich finde es ganz spannend, weil er hat es jetzt gesagt, wir haben es ja vorhin auch schon kurz thematisiert. Santos auf der 1 fand ich ganz spannend und vielleicht könnte sich das ja wirklich herauskristallisieren, dass er in einem Zweikampf die führende Position gegenüber Zetterer einnimmt. Es war zumindest das erste Ausrufezeichen in dieser Frage, die man die ganze Zeit mit sich rumträgt. Weißt du? Man hatte ja fast das Gefühl in den letzten Wochen, das ist totgeschwiegen worden. Ich habe gar nichts dazu gehört. Du hast nichts dazu gehört. Ich glaube, Fußball 2000 war der einzige Kanal, der darüber geschrieben hat. Ja, der sich mal die Frage gestellt hat, okay Leute, wird die Nummer 1 sich aus den beiden rekrutieren? Kommt vielleicht noch ein dritter Kandidat dazu? Und wenn nein, wer von beiden, also was ist denn der Plan? Weißt du? Weil in der Vergangenheit wurde es ja immer sehr klar kommuniziert. Unser Plan ist, Carlos Santos ist die Nummer 1, bla 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 bla. Stimmt. Unser Plan ist, und es wurde sehr engmaschig kommuniziert, wir haben ihn zu früh reingenommen. Also es wurde ja alles irgendwie erklärt, was da auf dieser Torwartposition passiert. Und ich hatte das Gefühl, diesen Sommer gar nichts. Du hast nur diese Gerüchte gehört, dass Hütter eigentlich lieber einen ganz neuen haben will und so weiter und so fort. Deswegen war ich dankbar für jeden Krümel an Hinweisen, den ich bekommen kann, um was es jetzt hier geht, beziehungsweise was der Plan ist.
Und das wirkte schon so, dass man sagen kann, okay, da wurde jetzt einfach mal so nebenbei, ohne große Ankündigung gezeigt, aktuell scheint Kauer die Nummer 1 zu sein. Würde ich ganz gut finden. Ich bin gespannt, ob da noch was passiert. Ich meine, in den Gruppen, in denen wir unterwegs sind, wünschen wir uns natürlich doch noch die eine oder andere große Lösung. Wie die auch immer hier geil anhalten. Das klingt so halb dubios. So. Marvin, wir sind ja in vielen Gruppen unterwegs. Da werden ja ganz andere Sachen geschrieben. Die können wir hier auch nicht sagen. Nee. Da muss man schon sagen, da gibt es ein paar Sachen, die so intern bleiben müssen. Halt. Hoffnung und Wünsche natürlich auch. Aber ich sag mal so, wenn das schon so läuft, dann könnte ich mich darauf committen. Das wäre schon, glaube ich, ganz gut. Das ist die einzige sinnvolle Variante. Stand jetzt halt schon, weil die Situation ist nicht da, dass die Eintracht unfassbar viel Geld hat, was sie aus dem Fenster werfen kann und, sage ich mal, neuen Leuten in die Tasche stecken kann. Insofern ist das zumindest für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden weiter gespannt sein, wie es denn im Trainingslager weitergeht. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mit dir über noch ein paar Namen sprechen muss, die in den letzten Wochen gerüchtet wurden. Ihr habt ja letzte Woche schon gesprochen über Onyedika. Das sieht ja mittlerweile so aus, als würde sich das wirklich bestätigen, was eine super Sache wäre. Ist ja immer noch ein relativ junger Dachs, ist aber schon erfahren, Bundesliga erfahren noch nicht, aber das kann ja dann noch kommen. Aber auf jeden Fall auf internationalem Parkett. Und da habt ihr ja schon viel drüber gesprochen. Und auch Weide hat mir letztens schon zugeflüstert, dass sich das wahrscheinlich sehr erhärten könnte. Das wäre natürlich eine Barberlösung. Ja? Da würde ich mich tatsächlich sehr freuen, weil er ist, glaube ich, der Spieler, den wir uns die letzten Jahre so ein bisschen gewünscht haben. Und immer wieder drauf geguckt haben. Die Dynamik auf der 6, die ganzen Jahre so ein bisschen gefehlt hat. Zu sagen, okay, wie soll es da eigentlich aussehen? Und dann hätten wir mit Aseko und Onyedika hätten wir 2 Kandidaten, wo ich davon ausgehe, dass zumindest einer von beiden direkt Start spielen würde, wenn nicht beide. Je nachdem, wie das System sich dann irgendwie zeigen wird. Vielleicht gibt es ja auch ein 4-3-3, wo dann alle 3 spielen, Aseko, Onyedika und Larsson. Also es würde zumindest die Möglichkeiten erhöhen, im zentralen Mittelfeld geile Lösungen zu finden. Es wäre ziemlich absurd, ehrlich gesagt. Überleg mal, mit diesen beiden Namen, und wir haben Larsson immer noch, der ein absolut wichtiger Spieler jetzt zuletzt war. Du hast auch mit Højlund jemanden, der eigentlich in der vergangenen Bundesliga-Saison einer der wenigen, ja, ich sag mal, kleinen Höhepunkte waren. Ja. Sieht aber auf der anderen Seite so aus, dass wir den einen oder anderen abgeben. Darüber reden wir gleich noch. Aber er auf jeden Fall, Onyedika, ein Name, der jetzt nicht nur im Groben gerüchtet wird, sondern es geht offenbar in finale Richtung. Ein anderer Name, der jetzt gerüchtet wird, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, denn ja, auch wenn wir uns die Aufstellung in dem Trainingslager angucken, in den Testspielen, dann sehen wir, die Innenverteidigung ist ein wenig dünn besetzt. Und da soll ein Spieler kommen, ich zitiere Otavio, so heißt der Kollege, ein Brasilianer, 20 Jahre jung, würde dann aus Portugal kommen, muss ich tatsächlich sagen, habe ich noch nicht spielen sehen. Roundabout 4,5 Millionen Ablöse würde das Ganze kosten. Es wäre so ein bisschen für mich so ein Gamble, auch die Frage Estrella Amadora, ob das dann wirklich ein Verein ist, der dann sagen kann, Estrella Amadora, und dann gehst du zur Eintracht und spielst direkt in der Bundesliga. Das kann ich nicht sagen, aber es scheint zumindest einer mit einem gewissen Prospekt zu sein. Also, wenn wir uns darauf einlassen, dass Collins ab jetzt Innenverteidiger ist, dann hätten wir mit Collins und Koch 2 Innenverteidiger, wo du sagen kannst, okay, die kannst du problemlos starten lassen. Dann brauchst du aber noch 2 weitere. Ja. Und für mich ist er derjenige, der dann diese Position Nummer 4 einnehmen könnte. Ja. Damit er genau in Ruhe sich an die Dinge gewöhnen kann, die du gerade angesprochen hast. Und eben nicht direkt irgendwie in Startelf Schwierigkeiten ist, sag ich mal. Für Santos wäre es vielleicht ganz cool, jemanden zu haben, der ein Landsmann ist? Klar, das ist neben dem Platz. Aber ich glaube, dass mit Otavio jetzt nicht derjenige kommt, der designierte Partner von Robin Koch sein wird. Es ist wichtig, dass er einen linken Fuß hat. Also es ist auf jeden Fall gut, dieses Profil zu haben, dass du da einen Linksfuß hast. Und im Endeffekt haben wir bei Spielern wie Pacho gesehen, dass solche Entwicklungen auch sehr, sehr schnell gehen können. Ja, das stimmt. Und ich freue mich über diesen Transfer. Natürlich kenne ich ihn nicht. Natürlich werde ich nicht 1000 Spiele von ihm gesehen haben. Aber was man so liest, ist er auf jeden Fall zweikampfstark, spielstark, hat einen linken Fuß. Und für den Preis ist es, glaube ich, ganz geil, mit so einem Profil diese potenzielle Innenverteidigerposition Nummer 4 zu besetzen. Also es ist eigentlich die Ideallösung. Wenn du vorher so Parameter festlegen könntest, wären die sehr nah an dem dran, was wir da gerade haben. Ist nicht zu teuer, hat irgendwie Fantasie, lässt Fantasie, dass man da eine Entwicklung sehen kann. Gleichzeitig muss ich aber auch hier sagen, das kann nicht derjenige sein, wo man sagen kann, okay, wollte ich nämlich gerade rein. Wir sind jetzt fertig, sondern der Innenverteidiger, der fehlt noch. Je nachdem, was mit Theat passiert, über den man auch nichts mehr hört. Darüber reden wir auch gleich, so. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber stellen wir mal vor, wir haben genau die Spieler zur Verfügung, die jetzt gerade auf dem Platz stehen oder die gerade neben dem Platz sind. Und da ist es natürlich auch cool. Es ist ja super, dass wir jemanden wie Malutze beispielsweise haben, ja, der offenbar gut reinkommt, was ja sowieso total cool ist, wenn man sich das ein bisschen anguckt, was im Trainingslager passiert.
sowieso der Vibe scheint zu stimmen, ne? Wenn Abdul Malutze, hier Jeremia, der Kollege heißt, ne? Dass die alle miteinander gut klarkommen, finde ich total schön. Aber es ist natürlich so, dass dir auf der Innenverteidigerposition ein gewichtiger Name auch noch fehlt. Es muss nicht ein großer Name sein, aber es muss jemand mit einer großen Qualität sein. Eigentlich muss das fast dein Königstransfer sein. Auf jeden Fall. Also eigentlich ist das, was am meisten fehlt, weil ich lasse mich jetzt mal drauf ein, nach dem, was man so hört, ist die Theatergeschichte durch, der will wechseln und da gab es auch vielleicht irgendwie die eine oder andere Missstimmung in der Mannschaft, das weiß ich nicht ganz genau, wie ausgeprägt die war. Aktuell wäre er für mich natürlich immer noch der Starter-Innenverteidiger. Ja. Also aktuell ist die Innenverteidigung Koch-Theat, was auch von den Spielfüßen gut passen würde. Aber ja, wenn Theat geht, musst du ihn ersetzen und du darfst ihn nicht ersetzen mit einer Vielleicht-Lösung oder mit einer Zukunftslösung, sondern da muss jemand kommen, wo du weißt, okay, der kann bei Union Berlin schon in der Startelf stehen und der muss eigentlich auch bald kommen, weil Robin Koch und der neue Nummer 1 Torwart, wer auch immer das dann sein wird, und wenn es Santos ist, der muss langsam anfangen, sich mit denen auch irgendwie einzuspielen. Ja. Weißt du? Und das ist so eine Gefahr, die ich sehe. Das ist so bei all dem Hype und bei all der Euphorie, die man gerade spürt, Trikot, die Offensivbemühungen, Adi Hütter ist wieder da, Adi Hütter kommuniziert an. Also es ist alles irgendwie, wo du denkst, come on. Aber Bruder, wir haben praktisch eigentlich noch keine Viererkette. Das ist wirklich der Punkt. Da haben wir ja die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen. Diese Positionen bleiben vakant. Du hast auf den Außen musst du trotzdem noch drüber nachdenken. Auch wenn ein Kosugi sich gerade einführt, kann das trotzdem nicht die Nummer 1 Lösung sein. Insbesondere, weil es da hinten ein bisschen dünner wird. Auch weil potenziell einige der Spieler, die gerade in Sachen Trainingslager dabei sind, was ich cool finde, habe ehrlich gesagt auf der Verkaufsliste stehen. Ne? Jetzt haben wir auf der Defensivposition, ist es tatsächlich so, ein Kunku ist mitgefahren und der macht auch seine Spiele, hat die zweite Halbzeit beispielsweise gespielt. Trotzdem, der hat letztes Jahr bei Turin kaum Spiele gemacht, ich glaube nur 11 Spiele. Der ist ein Verkaufskandidat. Das ist einer von denen, wo du ganz sicher bist, dass die Eintracht den veräußern will. Auch ein Junior Dina Ebimbe ist ein Spieler. Wir haben insgesamt, ich habe mal aufgezählt, 9 bis 10 Spielern. Und da habe ich beispielsweise JB gar nicht genannt. Den hast du vorhin auch noch mal kurz gedroppt. Also wir haben 9 bis 10 Spielern, wo du sagst, okay, die werden wir wahrscheinlich alle irgendwie, über die müssen wir sprechen. Und Michy Batshuayi ist gerade in der U21 unterwegs. Er ist gar nicht mehr im Trainingslager mitgefahren. Der hat dort auch ein Tor geschossen. Und Jessica Gangkamp, wenn wir über den Sturm sprechen, ist auch U21. Über Wahi hört man gerade aktuell gar nichts. Wo ist der eigentlich? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es noch so ein bisschen WM-Erholung. Aber dann hast du auch die Sache, und darüber will ich mit dir mal ganz kurz sprechen, bevor wir dann wieder in die Defensive gehen. What the fuck is going on with Footcoy? Weil das ist schon idiotisch, muss ich tatsächlich formulieren. Du machst dir doch deinen Marktwert kaputt, wenn du den so außen vor lässt, oder? Ja, da hatte ich die Hoffnung, dass diese Nichtnominierung fürs Trainingslager damit zu tun hat, dass der Transfer bevorsteht, weißt du, ähnlich wie bei Skiri, dass man gesagt, okay, es lohnt sich jetzt nicht mehr, den mitzunehmen, weil der ist übermorgen weg. Genau. Kaufen weiter. Ich klammer mich weiterhin an diese Hoffnung, aber ich verstehe deinen Punkt. Aber ich höre leider nicht. Ich verstehe deinen Punkt. Der Bub hat 19 Tore gemacht in der zweiten Liga. Ja, aber den kann man sich doch zumindest mal angucken. Das ist da nur das, und was ich du will. hast auch keinen Stürmer Nummer 4 eben. So ähnlich genau, was wir eben über Otavio gesagt haben, ist ja momentan die Position. Stürmer Nummer 4 ist momentan Footcoy. Ja. Deswegen, ja, ich kann es dir nicht beantworten. So, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht dabei ist. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich finde aber, dass du den wichtigsten Punkt angesprochen hast, über den wenige reden aktuell. Und das sind Abgänge. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Weil wir reden immer darüber, wir brauchen das. Jo, Bruder, aber wir müssen, glaube ich, erstmal, du hast aufgezählt, 9 Spieler von der Payroll bekommen. Und ich habe noch gar nicht alle aufgelistet. Ich kann jetzt mal weitermachen. So, ich mache mal gerade weiter. Mach mal weiter, dann könnt ihr euch mal ganz kurz in Gedanken ausrechnen, wie viel Gehalt das auch aktuell noch blockt in einer Saison, wo wir nicht europäisch spielen. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Ganz kurz. Einordnung. Ich finde es schon immer krass, dass wir über so viele Neuverpflichtungen, Abgänge sprechen. Klingt immer so hart. Es ist aber halt tatsächlich gerade im Bundesliga-Geschäft halt schon ein bisschen Alltag, dass viele kommen, viele gehen müssen. Und insbesondere bei der Eintracht, die natürlich jetzt nicht international spielt, wie du sagst. Und dann ist natürlich auch viel Gehalt gebunden. Du hast eben Skiri angesprochen. Der wurde freigestellt. Der ist in hoffentlich finalen Gespräch mit Köln. Dass da eine Rückkehr stattfindet, wenn das der Fall ist, dann kannst du davon ausgehen, dass die Eintracht einiges an Gehalt spart. Ja? Denn das war damals echt tatsächlich teuer. Dann eben habe ich Ebimbe schon angesprochen. Ebimbe, da finde ich cool, dass er dabei ist. Also ich habe auch das Gefühl, dass Hütter sich den ernsthaft noch mal anguckt. Mal gucken, ob er zu einer Option wird, aber ich gehe ja nicht davon aus. Kunku habe ich gesprochen. Dann aber auch die Situation, was ist mit Theat? Das hast du auch gesagt. Das sieht eher danach aus, als könnte da ein Abgang sein. Dann Kunku habe ich angesprochen. Und dann Larsson
immer noch die Möglichkeit. Zuletzt war Atletico und Menu schienen ein gewisses Interesse zu haben, insbesondere bei der Situation, dass wir auf der 6er, 8er Position jetzt potenziell ein bisschen besser besetzt sind. Insbesondere wenn Onyedika kommt, könnte es sich so ausformen. Und dann hast du noch über einen Spieler gar nicht gesprochen, der immer wieder so kurz vorm Abgang steht, Bahoya. Und das könnte so ein bisschen, sage ich mal, das finanzielle Trüffelschwein sein. Und ich glaube, da erhofft sich die Eintracht auch so ein bisschen was, oder? Wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, sowohl auf der Gehaltsseite als auch auf der Ablösesummenseite muss die Eintracht nämlich mehr Gewinn machen, als wir denken oder als wir vielleicht uns wünschen würden. Ich glaube schon, dass die Eintracht viel Plus machen muss im Sommer. Shit. Und dazu musst du ja erstmal auch Spieler verkaufen, bevor du welche holst. Deswegen, also noch fernab von beispielsweise Brown, den wir für über 15 Millionen verkaufen. Guck mal, das Ding ist auch hier, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie die Finanzen der Eintracht aufgestellt sind, aber vom Gefühl her würde ich sagen... Weiß, wie meine Finanzen sind, das schlimm genug. Vom Gefühl her muss die Eintracht ab heute 0 auf 0 rauskommen. Verstehst du, was ich meine? Also wie wir täglich. Genau. Die Eintracht muss jetzt mal so leben wie aber wir. Wobei, Steuernachzahlung nicht vergessen. Steuernachzahlung nicht vergessen, Dispo gleicht es dann auch wieder aus. Ja, also deswegen Grüße an Stefan Reich. Der Dispo Reich. Ja, das meine ich nicht. Das muss sich dann ausgleichen. Also ich glaube schon, dass die Eintracht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen in Vorleistung gehen kann, sondern dass die angesprochenen Kandidaten, die du da aufgezählt hast, erstmal Geld bringen müssen. So, ich glaube, dass wir in einer Saison ohne Europa vielleicht ein bisschen über diesen anvisierten 30 Millionen Transfer plus sein müssen. Das muss die Eintracht doch erstmal schaffen. Und ich glaube, das ist jetzt die Hauptaufgabe erstmal. Wir wünschen uns alle neue Spieler. Wir wünschen uns, dass die Eintracht eventuell sogar noch mal an Lukas Radetzky herantritt. Wir wünschen uns, dass die Eintracht einen Chef-Innenverteidiger holt. Wir wünschen uns... Wo holst du Radetzky jetzt einfach so überfahren? Jetzt kommt er mit so absurden Namen jetzt hier. Ein bisschen Basti-Goal, Pletti an der Seite reingesliked. Pletti Red 24, ey. Nochmal... Wichtiges Thema, was man nicht vernachlässigen darf, sind Abgänge. Ja. Und die sind schwierig. Ich glaube, Krösch hat selber schon mal gesagt, dass dieser gewünschte Umbruch, der stattfinden muss, länger dauern wird, als uns allen lieb ist, dass der nicht diesen Sommer abgeschlossen wird, sondern dass der nächste Winter und der nächste Sommer vielleicht sogar noch dazukommen, wo du dann quasi ein bisschen mehr Luft dazu kriegst. Und ich bin gespannt, weil ich glaube, dass das eine Sache sein kann, die dir so ein bisschen in deine Kaderplanung reinknallen kann, wenn du eben XY nicht los wirst, weil du dann nicht agieren kannst auf Positionen, auf denen du es vielleicht gerne tun willst. Ja, und das ist natürlich genau der Punkt. Ich glaube, viele Spieler haben ja in der letzten Saison nicht richtig gut performt. Das haben wir ja gesehen, sonst würde es auch alles ein bisschen anders sein jetzt gerade. Ne? Das ist natürlich Fakt. Aber wisst ihr selber. So. Naja, ich habe mir beispielsweise auch ein bisschen mehr mit Wahi erhofft bei der Weltmeisterschaft, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht könnte das besser funktionieren. Was war das bitte für eine Achterbahnfahrt auch, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Der ist bei der WM dabei, dann startet er. Ja, und du denkst, dann liest du eine Woche später, liest du da diesen Kram. Ja. Noch eine Woche später liest du, dass es dann doch nichts mehr damit zu tun hatte. Also es hat sich so ein bisschen bei Wahi eingereiht in dieses Pech-Ding, was wir irgendwie gefühlt ab der letzten Saison haben. Dass jede Woche irgendwas passiert. Aber Wahi ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Faktor, was Ablösung und Gehalt betrifft. Am Ende schon. Also fernab, ne? Wie gesagt, Skiri, ich gehe schon davon aus, dass das irgendwie klappen kann. Dann hast du Gehalt gespart. Ne? Aber bei Wahi ist es halt, da hatten wir natürlich mal viel Hoffnung, weil die Rückrunde von ihm tatsächlich gut gelaufen ist. Es war eine der Line, die ja gut funktioniert haben. Bei Ebimbe war es ein bisschen durchmischter. Ich glaube, das wäre vielleicht auch gegangen, aber da wollte der Verein die Ablöse nicht zahlen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass er im unteren Mittelfeld der französischen Liga vielleicht wieder irgendwo anklopfen kann. Insbesondere, wenn er jetzt ein gutes Training mitmacht. Aber das dauert auch eine Weile und der wird aber nicht so gehaltsintensiv sein wie Wahi. Also du hast schon recht, das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Und dann kommen so potenzielle Zusätze noch dazu, wie vielleicht können wir Larsson noch veräußern, wenn ein Angebot da ist. Oder halt Bahoya, weil gerade auf der Bahoya-Position gibt es auch viele Optionen, die du, selbst wenn er weg ist, ziehen kannst. Ne? Das ist, glaube ich, das Ding. Du hast mit Amamoni jemanden, mit dem du gar nicht gerechnet hast, beziehungsweise der sehr, sehr günstig war, der plötzlich irgendwie nach oben geschossen ist. Das heißt, ja, ich glaube, Bahoya ist jemand, der auch unter Pimpong Scouts... auch. Ja. Genau, Pimpong. Dass du mit Bahoya jemanden hast, der unter Scouts ziemlich beliebt ist, weil er gute Stats hat. Und ich glaube, dass die Eintracht die ganze Zeit schon ein bisschen spekuliert, was diese Ablöse betrifft. Das heißt, ich glaube, dass wenn du eine Rangfolge machst, wie die Eintracht nochmal Cash generieren will, würde ich Bahoya auf die 1 setzen. Und dann JB und Larsson auf so eine geteilte 2. Weil ich glaube, auch das sind beides Kandidaten, wo du gucken kannst. Bei Larsson muss man sagen, eigentlich würde es sich nicht lohnen, den jetzt zu verkaufen. Weil ich glaube, da ist nochmal, vergleiche Usun, ein bisschen mehr drin. Also ich glaube, im Prime Larsson würde dir mehr Geld bringen, als dieser Wusel. Zwischen Larsson, den wir gerade so ein bisschen haben. Twilight Larsson, den wir gerade so ein bisschen haben. Und bei JB ist es ja so gewesen, dass man da gucken muss, wenn da jemand ist, der hat gar nicht so eine schlechte WM gespielt. Wenn da jemand ist, der dir viel Cash bietet,
dann musst du das fast auch schon machen. Und es ist so bitter, darüber immer zu sprechen. Und ich habe ja extra versucht, zu vermeiden, über JB zu sprechen, weil mich nervt das natürlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, so mein Herz, was irgendwie mit der Eintracht zu tun hat, dann nerven mich Abgänge von Leuten, die ich sympathisch finde. So, ja, klar. Und das ist echt, keine Ahnung, es ist alles nur so Bundesliga, hartes Abgänge, Hin- und Her-Geschäft, wo ich denke, irgendwie bleibt das Herz so ein bisschen auf der Spur. JB habe ich irgendwie lieb gewonnen. Ich weiß, der wird in euren Kommentaren sehr oft sehr, sehr kritisch gesehen. Ich muss aber sagen, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei der Eintracht. Wir haben den jetzt auch schon ein bisschen erlebt. Und irgendwie finde ich diesen Spieler, bei dem ich irgendwie denke, ach, den mag ich im Eintracht-Trikot. Und da ist es irgendwie schade zu sehen, dass der Name ist, den du auch aufzählst, was verständlich ist, insbesondere, wenn er keine schlechte WM gespielt hat. Das könnte schon was sein, insbesondere weil wir auch sagen müssen, viele Spieler werden nicht mehr für großartig viel Geld überhaupt wechseln. Wir können froh sein, wenn Michy Batshuayi einen Verein findet, der noch gar nicht so alt ist, aber irgendwie es hat halt bei der Eintracht nicht geklappt, gerade mit der Verletzung. Du hast viele Leute, bei denen du weißt, okay, auch einen Nkunku, da brauchen wir keine Ablöse mehr. Da können wir froh sein, wenn alles gut läuft und er zu einem Verein geht. Das ist ja kein schlechter Spieler und das ärgert mich auch. Aber die Eintracht hat so Sprünge gemacht. Und selbst ob der Tatsache, dass wir es zwar jetzt nicht mehr international geschafft haben, aber das verringert dann auch automatisch den Kader. Denn die Eintracht braucht nicht so einen großen Kader im Vergleich zu einer Dreifaltigkeit des internationalen Geschäfts, der Bundesliga und der Pokal. Das ist es. Und ich glaube, das wurde auf der Abschlusspressekonferenz letzte Saison ja auch gesagt, dass die Eintracht den Kader verkleinern will, weil man nicht mal diese Dreifachbelastung hat und weil man mehr Slots für die Jugendspieler schaffen will, die ja auch im Trainingslager dabei sind und die ja auch die Leute begeistern. Wir haben ja über Ilicevic und Ahoff noch gar nicht gesprochen. Haben noch gar nicht. Und das ist ja total und das sind ja spannend. Spieler, und da hoffe ich auch mit Bekis, dass da Plätze frei bleiben. Das heißt, du musst ja praktisch nochmal eine Runde ausmisten machen, wenn du darüber reden willst, dass mehr Platz für solche Spieler da sein soll. Was ich auch hoffe tatsächlich, weil Ilicevic könnte jemand sein, ja, meine Güte, wenn der dann irgendwann mal 16, überleg dir das mal, wenn der dann mal 16 wird, ist das, glaube ich, sogar jemand, der zumindest mal in der 70. Minute reinkommen kann. Ich finde es total spannend, genau das, was du angesprochen hast, sehr, sehr gut. Denn es ist ja so, die beiden sind beim Trainingslager dabei. Lauf Ahoff scheint, oder Love, oder wie man auch ausspricht, weiß ich nicht. Bei uns wird immer Love bleiben. Bei uns wird er Love bleiben, auf jeden Fall. Das hoffentlich auf dem Platz dann Mankind. Ja, genau. Und nicht so viele gelbe, rote Karten abholen. Aber ich finde tatsächlich, das sind ja beide spannende Spieler und was ich halt lese, gerade zu diesen beiden, ist ja, dass die schon gut ankommen, dass sie sich schon gut eingefunden haben, dass auch ein Götze ein Auge auf die hat, was total geil ist. Das sind nicht wirklich Spieler. Ich glaube, bei Ahoff erhofft sich Hütter auch einiges, ne? Und dass du die überhaupt hast, dass du die jetzt schon ranführen kannst. Und wie du sagst, dass du der Kader, ob das überhaupt hergibt, das ist ja bei anderen Spielern, die wir jetzt auch teilweise schon verliehen haben, die auch jung sind, gab es halt nicht die Möglichkeiten. Genau, wenn du jetzt die bei der Eintracht belässt, musst du den Kader so gestalten, dass es auch die zumindest im Spieltagskader sind. Ja, definitiv. Das meine ich. Also, dass das irgendwie nicht bei allen immer so eine Wackelgeschichte ist, zu sagen, ich fliege immer mal rein, immer mal raus, sondern du musst diese Arbeit leisten und die ist nicht einfach. Die ist für Markus Krösche nicht einfach, weil die würde viele Abgänge erfordern, tatsächlich. Wir halten das ganz genau im Blick und wir gucken auch auf Ahoff und Ilicevic. Wahrscheinlich mit Weide, der noch ein paar Tage im Trainingslager ist und uns noch weitere Updates geben kann. Wir hören uns nächste Woche wieder und sprechen genau nochmal darüber. Ciao, ciao. So, liebe Leute, das war die neue Fußball 2000. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bisschen Transfer-Update, aber auch mega geil, dass Weide vor Ort ist im Trainingslager und die Möglichkeit hat, ganz genau zu gucken. Und ganz genau hat er auch gesprochen mit Younes Ebnetalib, das exklusive Fußball 2000 Interview auf YouTube. Hier könnt ihr euch reinklicken. Super sympathischer Kerl. Also nicht nur Weide, sondern auch Ebnetalib. Danke auch an Christian Adolf, der auch mitgemacht hat. Klickt euch rein in das neue Interview. Es ist sehr sympathisch und ich hoffe, Ebnetalib startet durch.